Heute habe ich vor, euch eine Adventsgesteckidee ja mit diesem Ast hier zu zeigen. Und der hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Länge von 60 Zentimetern. Und in diesen Ast bohre ich mir jetzt mal als erstes 4 Löcher hinein. Und mein Bohrkopf, der hat jetzt einen Durchmesser von 3,5 Millimetern. Ich habe mir jetzt meinen Ast auch markiert, wo ich jetzt gleich hindurch bohren möchte. Ja, und wenn ich mit dem Bohren fertig bin, dann werde ich auch direkt diese Kerzenhalter platzieren. Die haben jetzt in meinem Fall hier oben einen Durchmesser von 2 Zentimetern. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Schakka, auf geht's mit dem Bohren. Ach, im Übrigen, ich habe jetzt meinen Ast nicht komplett durchgebohrt, weil ich halt nicht möchte, dass hier nachher die Kerzenhalter so unten ja hinausschauen. Und dann kann man sich jetzt auch mal so allmählich Gedanken machen, wie man das Ganze hier überhaupt weiter dekorieren möchte. Ich habe aber jetzt schon einen groben Plan in meinem Kopf, aber kann sein, dass ich den auch noch umschmeiße. Ja, und dann überprüft mal eure Kerzenhalter, ob die da auch gut drin befestigt sind. Nicht, dass die irgendwie hin und her schuckeln oder letzten Endes umkippen können, so rum. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich meinen Ast weiter dekorieren möchte. Und alles, was ich nun einarbeiten werde, werde ich ganz entspannt mit der Heißklebepistole befestigen. Jedenfalls habe ich hier ein wenig Plattenmoos und etwas Thymian aus meinem Garten. Ich will jetzt dazu die ganze Zeit Rosmarin sagen, aber das ist definitiv Thymian aus meinem Garten. Und ja, ich habe mir gedacht, als erstes werde ich dann auch das Plattenmoos einarbeiten. Ich werde dann auch die Kerzenhalter mit dem Plattenmoos so ein bisschen vertuschen. Muss mir das natürlich auch noch zurechtzupfen. Und beim, nicht Rosmarin, beim Thymian werde ich auch etwas darauf achten, dass man hier den Anfang oder das Ende von dem Ast nachher nicht mehr so wirklich sehen wird. Bei den Kerzenhaltern, da würde ich dann auch das Moos etwas plüschiger einarbeiten. Es sei denn, man sagt jetzt, ja, ist mir doch egal, wenn man das hier sieht, ne? Ist letzten Endes jetzt wirklich Geschmackssache. So, Heißklebepistole, komm mal her. Oh, ich glaube, das fängt hier gleich an zu regnen. Wird ganz dunkel draußen. Mache ich jetzt den Heißkleber mal auf den Ast drauf. Ja, jetzt geht es hier wieder los, ne? Kann auch ruhig was drauf. Ja, und das Schöne ist, wenn ihr das Ganze irgendwann mal im Laufe der Zeit wieder abdekoriert, dann könnt ihr das alles wieder von dem Ast abfirmeln. Weil würde ich da jetzt mit Bohrungen ja wieder arbeiten, ne, dann mache ich mir den Ast ja dauerhaft komplett kaputt. Man kann das dann auch für eine Frühlingsdeko verwenden. Dann nehmt ihr vielleicht eine Kerze hinaus, ne, dass ihr nicht 4 Kerzenhalter da drin habt. Und dann einfach so nach Gefühl dekorieren, wie ihr das halt leiden mögt. Aber ich bin nachher mit der Deko natürlich noch nicht fertig. Da kommt noch mehr hinzu. Nehme ich hier mal den Thymian. Also Thymian und Rosmarin, ne? Ich sag's euch. Ja, ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Moos und dann werde ich das Ganze jetzt mal für euch auch beschleunigen. Ja, wer meine Videos jetzt schon länger schaut, der wird wahrscheinlich auch schon wissen, dass ich noch weiter dekorieren werde. Ich muss aber auch zugeben, mit der Dekoration letzten Endes auch mal aufzuhören, fällt mir wirklich verdammt schwer, weil ich liebe es einfach, ja, Weihnachtsdeko zu erstellen. Es wird jetzt auch weiterhin alles mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich noch Zapfen einer Schwarzkiefer einarbeiten werde. Dann habe ich hier getrocknete Lampignons von einer Lampignonpflanze. Beste Grüße gehen jetzt noch mal raus an Heidi, ne? Ich weiß, du willst das nicht ständig hören, aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank. Dann habe ich hier Bucheckern. Das sind amerikanische Eicheln. Ihr könnt aber auch die von der, ich sag mal, von der deutschen Eiche nehmen. Die haben aber den Vorteil, die Hütchen bleiben da besser drauf als auf den anderen. Und dann habe ich hier noch Anis. Wer jetzt Anis nicht gut riechen kann, sollte das mal lieber weglassen, weil das riecht so richtig intensiv. Also ich mag das, ne, aber wer es nicht haben kann, lieber dann was anderes nehmen, was, wie heißt es, geruchsneutral ist. Und dann habe ich hier noch diesen Schneemann. Da war zuvor hier dieser Stab hier dran, ne, den konnte ich jetzt vorsichtig hinausziehen. Wird dann auch ganz entspannt mit der Heißklebepistole befestigt werden. Oder was ich auch hätte machen können, wollte ich jetzt aber nicht. Ich bohre hier nochmal ein Loch rein. Wahrscheinlich würden da jetzt auch so 3,5 mm, vielleicht auch 4, dann ausreichen. Ne? Aber ich möchte jetzt einfach nicht weiter hier in meinem Ast rumbohren.
Was wollte ich euch denn jetzt noch erzählen? Ja gut, dass alles jetzt mit der Heißklebepistole weiterhin befestigt wird. Ach ja, die Zapfen, die habe ich übrigens im Wald gesammelt. Die amerikanischen Eicheln auch und auch die Bucheckern, ne? Und wie bereits auch schon erwähnt, die Lampignonpflanze hatte mir die Heidi zukommen lassen. Kann man aber auch einfach mal, einfach mal bei Freunden nachfragen, ob die vielleicht im Garten haben. Oder man kann sie auch kaufen. Vom Preis her gesehen ist dieses Gesteck, sagt man überhaupt Gesteck? Ja, egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sind wir dann auch echt günstig. Die Kerzenhalter haben mich gekostet 3,50 € oder 75 €. Ich werde das später mal in die Videobeschreibung hineinschreiben, wie teuer das jetzt letzten Endes geworden ist. Das Moos, das habe ich aus dem Garten eines Freundes. Das hier war ja auch aus dem Garten meines Freundes, der Thymian. Ich immer Thymian und Rosmarin. Die Anissterne, ja, da ist jetzt kein Preis dran, die waren irgendwie 2 €, ne? Aber komm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite jetzt hier mal geschmeidig weiter. Eigentlich fehlen jetzt nur noch meine 4 Kerzen, aber ich habe mir jetzt auch noch gedacht, dass ich dieses Merry Christmas mit der Heißklebepistole befestigen werde. Ja, und eventuell werde ich auch noch etwas von diesem Schneepulver halt hier oben drüber streuen, ne? Das weiß ich jetzt allerdings noch nicht an dieser Stelle. Ach, und die Kerzen, die ich immer verwende, sind zugleich auch selbstlöschende Kerzen. Dann ist das Ganze schon mal ein bisschen sicherer. Oder ihr nehmt alternativ einfach LED-Kerzen. Ja, und ich habe jetzt gerade bei meinen Kerzen festgestellt, dass die für diese Kerzenhalter einen Tacken zu groß sind. Von daher werden sie später dann ausgetauscht werden, beziehungsweise ich muss erst noch die passenden Kerzen dafür kaufen. Ja, und noch mehr werde ich daran jetzt nicht dekorieren. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dort werde ich auch mal eintragen, ja, wie teuer das Projekt jetzt letzten Endes geworden ist. Ansonsten werde ich mich jetzt einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!